Diese Musik schwebt irgendwo zwischen Himmel und Erde. Geschrieben hat sie der meistgespielte zeitgenössische Komponist Arvo Pärt aus Estland. Im September 2025 feierte er seinen 90. Geburtstag. Seitdem hat sich Arvo Pärt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Die Poesie seiner Musik ist präsenter denn je. Musik ist meine Freundin. Verständig, einfühlsam, verzeihend und voller Trost. Ein Tuch, das Tränen der Trauer trocknet. Eine Quelle von Freudentränen, Befreiung und Höhenflug und auch ein schmerzlicher Dorn. Die Werke von Pärt tragen Musiker wie der vielfach preisgekrönte Dirigent Paavo Järvi aus Estland in die Welt. Sein Vater, der Dirigent Neeme Järvi, ist ein enger Freund von Arvo Pärt. Paavo Järvi ist mit ihm aufgewachsen. Als ich ein kleiner Junge war Arvo Pärt oft bei uns zu Hause. Er hatte einen großen Bart und trug Jeans und eine Jeansjacke. Das war damals sehr ungewöhnlich und faszinierend für uns, weil es ein Symbol des Westens war. Unser Land lag hinter dem eisernen Vorhang und die Sowjetunion hielt uns davon ab, ins Ausland zu reisen. Aber solche kleinen Symbole, zum Beispiel eine Jeansjacke oder eine Baseballkappe, die Arvo Pärt ebenfalls ständig trug, wirkten auf mich als kleinen Jungen irgendwie exotisch. Nach seinem Musikstudium arbeitet Arvo Pärt zunächst für den estnischen Rundfunk in Tallinn als Tonmeister. In den 1960er Jahren lässt er sich inspirieren von der Avantgarde, von Zwölftonmusik und Collagentechnik und wird ein gefeierter Komponist. Doch dann gerät er in eine tiefe Krise, sucht nach einem anderen Weg, sich auszudrücken. Damals, in den 70er Jahren, lebt er mit seiner Familie in einer Plattenbausiedlung in Tallinn. Ich habe das Gefühl, dass er gänzlich in einer eigenen Welt gelebt hat. Einerseits war draußen tatsächlich diese graue Plattenbausiedlung. Andererseits hat seine Frau Nora erzählt, wie sie diese Wohnung im Inneren ausstattete. Sehr theatralisch, mit roten Vorhängen, mit Ikonen. Es wurde Kunst gemacht, es wurden kleine Blumentöpfe angemalt. Man hat mit Freunden Musik gemacht, gesungen und sehr lange Gespräche über die Kunst und den Sinn des Lebens geführt. Zufällig stößt Pärt auf eine Schallplatte mit Musik, die ihm bisher unbekannt war. Gregorianische Choräle. Er entdeckt die Schriften des heiligen Siluan, ein russischer Mönch und Mystiker der orthodoxen Kirche. Arvo Pärt vertieft sich in Siluans spirituelle Texte, tritt Anfang der 1970er Jahre der russisch-orthodoxen Kirche bei. Daraufhin setzt ihn das kommunistische Regime massiv unter Druck. 1980 verlässt Arvo Pärt Estland und geht mit seiner Familie nach Deutschland. Hier trifft er Manfred Eicher vom Label ECM, der den passenden Sound für seine minimalistische Musik entwickelt. Pärts Werke finden Gehör, auf Konzertbühnen, als Filmmusik. 30 Jahre lang bleibt er mit seiner Familie in Deutschland. Der deutsche Teil seines musikalischen Schaffens spielte eine besonders wichtige Rolle. Hier konnte er seine kreative Freiheit voll entfalten und zahlreiche Werke mit deutschen Texten komponieren. Zudem arbeitete er eng mit vielen deutschen Musikerinnen und Musikern zusammen, die seine Werke aufführten und aufnahmen. Deutschland spielt daher eine bedeutende Rolle im Schaffen meines Vaters. In den 90er Jahren lernt Arvo Pärt Jan-Eek Tulve und den estnischen Chor Vox Clamantis kennen, der sich auf gregorianische Choräle spezialisiert hat. Der Chor nimmt seine Werke in sein Programm auf und Arvo Pärt komponiert für Vox Clamantis. Er lebt in seiner Spiritualität und er drückt sich aus durch seine Musik.
Auch die estnische Dirigentin Kristina Poska ist fasziniert von Arvo Pärts Werk. Jeder einzelne Ton, sagt sie, müsse mit größter Sorgfalt und Liebe aufgeführt werden. Dann entfalte seine Musik ihre stärkste Wirkung. Ich finde, seine Musik ist absolut reinigend. Und daher bietet seine Musik uns an die Chance, den Klang unserer eigenen Seele zu hören. Arvo Pärt liebt es, in der Natur zu sein. Seit seiner Rückkehr nach Estland 2008 lebt er in dem kleinen Ort Laulasmaa. Hier ist auch das Arvo Pärt Center entstanden. Initiiert hat es sein Sohn, der Filmmusikproduzent Michael Pärt. Ein Mekka für die weltweit wachsende Arvo Pärt-Anhängerschaft inklusive Bibliothek, dem umfangreichen Archiv sämtlicher Partituren und Konzertsaal. Die Innenhöfe prägen das Gebäude. Zugleich wirkt es lichtdurchflutet und geht fließend in die Waldlandschaft über. Es gibt keinen bestimmten Eingang und keinen festen Ausgang, kein Vorder- und kein Hinterhaus. Auch in der estnischen Hauptstadt Tallinn ist Arvo Pärts Werk spürbar. Es erklingt regelmäßig in Konzertsälen und Kirchen wie St. Johannis. Arvo Pärt hat sein kleines Land weltberühmt gemacht. Und immer wieder ist er für Freiheit und Demokratie eingetreten und wurde zum Botschafter für Estland. Estland ist ja berühmt geworden für die singende Revolution. Das heißt, die Esten haben sich freigesungen von den Russen. Und Arvo Pärt steht in einem Maße einfach für dieses Land, was kaum jemand anders tut. Und deswegen ist es super, dass er die Goethe-Medaille bekommt. In Kraft und Milde ordnest du alles. Musik aus Estland, die den Menschen zurückführen will in sein Innerstes. Komponiert von Arvo Pärt, Preisträger der Goethe-Medaille 2026.